Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wie immer Schritt für Schritt gemeinsam. Diesmal diese süßen Glücksanhänger. Die sind auch wirklich super schnell gemacht, an einem Stück gehäkelt. Und wir fangen auch direkt an. Alle anderen Glückswürmchen-Videos findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Ich häkel mit einer 2,5 mm Häkelnadel und wir fangen an mit einem magischen Ring. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle, legen es zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen hier vorne einmal durch. Somit haben wir schon den magischen Ring und hier häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. Eins, 2, 3, 4, 5 und 6. Somit haben wir die erste Runde schon fertig. Wir ziehen das kurze Stück zu, drehen das Ganze und fangen direkt hier in der nächsten Masche an. Wir gehen in die nächste Masche rein und jetzt in der zweiten Runde verdoppeln wir unsere Maschen. Das heißt, wir gehen zweimal in eine Masche rein und machen eine feste Masche und wir verdoppeln diese Runde. In die nächste wieder, das dritte und das vierte, in die nächste 5 und 6, in die nächste 7 und 8, in die nächste Masche 9 und 10 und hier in die letzte Masche 11 und 12. Jetzt nehmen wir uns einen Maschenmarkierer, machen das hier vorne einmal dran und in der dritten Runde werden wir jetzt jede zweite Masche verdoppeln. Also wir gehen in die nächste rein, machen nur eine feste Masche, gehen in die nächste rein und machen dort 2 feste Maschen. Dann wieder in die nächste, nur eine feste Masche und in die nächste Masche zweimal rein, also 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen. Dann sind wir auch schon gleich am Ende der Runde angekommen und die nächste Runde spule ich dann auch schneller. Dann nochmal eine und die letzte Masche ist eine Zunahme, also 2 feste Maschen in die letzte Masche, dann Maschenmarkierer nach oben. Jetzt häkeln wir schon die letzte Runde und dann fangen wir hier mit dem Löckchen an. In dieser Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Das heißt, in den nächsten beiden nur jeweils eine feste Masche und in die dritte Masche machen wir 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche in die nächste, eine feste Masche in die nächste und in die dritte so gesehen kommen jetzt 2 feste Maschen und das machen wir einmal bis zum Ende der Runde. Auch diese Runde beenden wir mit einer Zunahme. Der Maschenmarkierer kann dann auch raus. So sieht es jetzt aus. Und jetzt fangen wir direkt an, eine Luftmaschenkette zu häkeln und zwar mit 70 Luftmaschen. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Wir haben unsere Luftmaschenkette mit 70 Stück gehäkelt und nachher, wenn sich das eingedreht hat, wird es natürlich kürzer und passt ganz genau hier einmal drum herum. Und jetzt werden wir einfach nur noch mit Stäbchen arbeiten, das heißt, wir holen die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen die ersten 3 Maschen, gehen in die 4. rein, holen den Faden von hinten raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen und davon machen wir immer 3 Stück in jede Masche. Wir gehen in dieselbe Masche rein, machen wieder ein Stäbchen, holen den Faden, gehen in dieselbe Masche rein, ziehen durch die ersten beiden Schlaufen und ziehen durch die anderen beiden Schlaufen. Und jetzt werden wir keine Masche mehr überspringen. Wir gehen in jede Masche rein und machen 3 Stäbchen. Direkt immer links in die nächste rein. Manchmal ist die auch ganz eng beieinander. Keine überspringen, dann werden das richtig ordentliche Löckchen. Und das machen wir jetzt einmal, bis wir am Ende unserer Luftmaschenkette angekommen sind. Und dann machen wir gemeinsam weiter. Wir sind am Ende angekommen. Jetzt schneiden wir unseren Faden hier einmal ab. Damit vernähen wir auch direkt, deswegen ein bisschen länger. Wir ziehen es raus, drehen jetzt unser Würmchen erstmal hier richtig ein. So, Würmchen ist ganz normal jetzt eingedreht und jetzt drehe ich das noch mal ein bisschen fester ein, so dass das ein bisschen länger wird und ein bisschen schmaler wird. Dann nehmen wir uns hier die Mitte, das Stück, was wir gerade abgeschnitten haben, kommt auf die Vernähnadel. Und jetzt nehmen wir uns hier das Stück, das wird jetzt einmal drumherum so angenäht. Das geht auch wirklich super schnell. Dafür gehe ich hier bei so einem Stück hier einfach durch eine Schlaufe und auch hier durch eine Schlaufe und ziehe einmal fest. Jetzt halte ich mir das auch so ein bisschen hin. Und dann gehe ich bei der nächsten in eine Schlaufe und hier in die nächste Schlaufe. Das hat man, glaube ich, nicht so gut gesehen. Also hier wieder in eine Schlaufe und auch hier am Kreis an eine Schlaufe. Und das machen wir jetzt einmal drumherum. Immer eine Schlaufe von der nächsten und hier eine Schlaufe von dem. Mit dem Endfadenstück, was wir noch übrig haben, machen wir auch den Schlüsselanhänger direkt dran. Und als Augen könnt ihr natürlich machen, was ihr möchtet. Ihr könnt was raufnähen oder Sicherheitsaugen machen. Die würden dann aber hinten ein bisschen rausgucken. Ihr könnt was raufkleben, so wie ich das gemacht habe.
So ist es dann aber nicht für Kinder geeignet. Und immer hier Schlaufe für Schlaufe. Manchmal könnt ihr auch an dem Kreis einen überspringen, damit es so passt. Und dann bin ich hier auch schon am letzten Teil angekommen. Gehe hier auch noch mal durch eine Schlaufe. Gehe am Kreis in die letzte Schlaufe. Ziehe einmal durch. Und hier am Ende gehe ich noch mal am letzten Teil durch eine Schlaufe und beim ersten Teil durch eine Schlaufe. So sieht es dann aus. Und hier hinten gehe ich auch noch mal durch irgendeine Schlaufe durch, damit das mehr Stabilität hat. Dann kann ich meinen Faden schon mal kürzen. Nehme mir hier dieses Schlüsselanhängerteil, fädel ein Stück schon mal durch. Und werde die letzten beiden Stücke hier einmal verknoten. Nicht zu festziehen. Ich schneide das jetzt nur ab, aber ihr könnt die Fäden natürlich auch ordentlich vernähen. So sieht es denn jetzt aus und jetzt kommen nur noch die Augen drauf. Ich habe jetzt hier diese Augen, die klebe ich einfach mit einem Heißkleber dann gleich fest. Es gibt natürlich verschiedene Augen, kleinere, größere oder andere Formen, andere Augen. Und dann wären wir auch schon fertig. Die sind wirklich super schnell gemacht, sehen lustig aus und ist mal was anderes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin!